Die neuen Punkte sind da. Balance Starter Slate. Was heißt das? Tierlist Time. Dann lass uns direkt reinstarten. Wir haben hier die Tierlist vom September offen, als Ben, Fritschi und Froggy die Liste gemacht haben. Und ja, ich würde sagen, wir hangeln uns da ein bisschen dran lang und gucken, wie sich die verschiedenen Fraktionen jetzt im neuen Meta neu positionieren. Louis, für dich, was wird die Meta-definierende Fraktion dieses Mal werden? Ich glaube, das ist tatsächlich keine allzu schwere Frage, wie jeder, der sich das Data Slate durchgelesen hat und die Releases der letzten Monate gelesen hat und sich dachte: „Ey, GW, das ist doch bestimmt ein schlechter Scherz. Das fixt ihr direkt“ und, okay, 30 Punkte sind immerhin ein Anfang, aber sie hätten auf 240 released werden sollen. Alle wissen, worüber sie reden. Unsere Lieblings-Victrix Guard und, eine Unit, die einen Custodes-Spieler denken lässt: warum sind das Space Marines? Das sind noch Custodes von der Setline. Und gleichzeitig auch sagt, sie haben so viele Regeln, so viele Layers an Regeln, dass es tatsächlich schwer wird, für fast jede Armee dem zu dealen. Für Shooting, es hat einen In-Cover, Zweierhose mit Invul, 4 Leben, Minus to Wound und Reactive Move, super, super gute Defensiv-Statline. Ist auch mit Advance und Charge, Rapid Ingress echt schnell. Und im Melee, das hat auch noch Reactive Moves, True Fight on Death, hat 1.000.000 CP und zerhaut einfach echt vieles. Tatsächlich eigentlich die Meta-Defining-Fraktion mit Space Marines, wo man sich auch sagen kann, mit einer der besten Space Marine Counters ist einfach Space Marines selbst, weil was ist besser gegen eine richtig tanky Einheit, als sagen: „Ja, oh, volle Hit Rewards plus 1 to Wound gegen deine minus 1 to Wound Einheit.“ Bei Space Marines ganz oben, einfach weil die Victrix Guard alles hat, was jeder andere Melee-Armee gerne hätte. Und dazu kommt noch, Space Marines ist allgemein eine beliebte Fraktion, heißt, viele Leute haben Space Marines. Die einzige Frage, die sich aktuell stellt, ist, wie schnell können diejenigen 20 Victrix Guard Battle Ready machen? Ja. Und mit Conversions auf Blade Guard und Conversions auf Sword Brethren geht das teilweise sehr, sehr, sehr schnell. Und man muss auch sagen, am Ende des Tages, wenn du denkst, ja, 3 große Victrix Guards, bestimmt eine ganze Armee. Das ist nicht mal eine ganze Armee. Dazu kommen immer noch, kannst du super viel Variabilität bauen, du kannst eine Shooting-Armee dazu bauen, du kannst noch mehr Melee, kannst dich total darauf anpassen. Also wirklich mit Abstand das Beste, was wir jetzt haben können. Und dann hast du natürlich noch die Stratagems dabei, die dir dann auch helfen, genau das zu bekommen, was du gerade brauchst. Von daher sind die auch noch schnell, die sind tanky, die hauen zurück, wenn sie sterben. Aktuell bin ich mir auch noch nicht so ganz so sicher, wie das für mich laufen soll. Von daher kann ich ganz klar schon mal für meine Fraktion sagen, da habe ich Probleme rein. Ich habe keine Damage-4-Waffen. Was ich da rein tradet in der Regel runter. Von daher, die hatten die Grey Knights in B. Wenn ich mir das so angucke und das, was vielleicht noch kommt, kann ich da schon sagen, die Grey Knights können wir ganz geflissentlich erstmal nach unten schieben. Oh ja. Sehe ich nicht, wie die in dem Meter irgendwo eine Chance haben sollten, da ganz oben mitzuspielen. Da muss schon viel klappen. Wie ist das bei deinen Fraktionen? Du kannst ja im Endeffekt was zu sagen zu den Chaos Knights, Imperial Knights und zu den Astra Militarum. Wie ist da deine Einschätzung? Was macht das mit dem Space Marine Matchup? Da würde ich tatsächlich gleich mal mit Astra anfangen. Wir haben ein neues Attachment bekommen, keinerlei Punkteanpassungen. Das neue Attachment, muss ich ehrlich sagen, ist richtig, richtig gut. Ja, wir haben quasi keine Trace, keine Reactive Move, Blood Surge, sonst irgendwas, aber einfach sagen können, ich habe Arm auf Content im Fernkampf. Das heißt, ich gewinne quasi jedes Shootout und einfach Damage Buffs. Einfach straight up richtig gute Damage Buffs. Und tatsächlich auch eine der wenigen Armeen, die sagen können, ich baue einen Full Science Brick mit extra AP Enhancement und kann damit tatsächlich relativ verlässlich einfach einen Victory Guard Brick löschen, würde ich sagen, geht straight up richtig weit hoch in der Meta. Tatsächlich, wir haben zu gewissen Grad noch die Antworten. Es ist kein Free-Win, aber wir können dagegen spielen und wir sind auch so viel besser geworden in der allgemeinen Meta. Da würde ich sagen, direkt mit nach oben. Ab ins S-Tier, ja, die haben im Endeffekt ja auch die Bullgryns, was auch wieder gut ist. Damals, wo sie mal richtig gut waren, was nicht Bridgehead gut war, waren die Bullgryns auch im Endeffekt das.
was diese Armee so eklig gemacht haben. Halt dieses wirkliche Meat Shield vorneweg und dann ja, die guten Waffen dahinter oder halt mit den Skions dann natürlich auch schnell übers Board unterwegs. Würde ich Ja. auch so sehen. Und Was alle, mich, alle tacken jetzt auf, um Victrix zu töten, also Mass Damage 4, Mass Damage 2. Und das ist halt gegen 6er Phenopai minus 1 Damage Bullgryns halt nicht wirklich die Antwort. Weswegen halt auch sagen kannst, hey, das ist halt zumindest gerade die Meta-Antwort. ja. Und die halten, wie sieht das aus mit dem Bullgrün? Brick hält der auch einmal Nahkampf mit Victrix aus? Wenn es nicht der Kalgatrupp ist, ja, beim Kalgatrupp. Nicht wirklich. Okay, okay, sehr gut. Alles klar, Astra packen wir straight nach oben. Chaos Knights, wie sieht's mit denen aus? Dadurch, dass die ja schon immer gegen Infanterie eigentlich ganz gut waren. Ja, man würde sagen, hey, 108 Schuss, 6-2-2, eigentlich 'ne geile Statline. Tatsächlich muss man sagen, Zweierhose mit Arm of Contempt echt schwierig. Und dazu ist das Problem, Victrix, die meisten Metalisten aktuell kombinieren das mit einer größeren Menge Redemptor Dreadnoughts. Und Redemptor Dreadnoughts von der -1 Damage-Combo machen das Shootout für Chaos Knights echt schwer. Es ist spielbar, aber schon echt nicht so gut. Vor allem, wir haben noch mal 45 Punkte Nerfs getroffen, 45 Punkte Nerfs gefressen, weil wir spielen weiterhin 3 Spoiler und jeweils 15 Punkte hoch. Wir haben einen relativ guten Buff auch noch bekommen, dadurch, dass Elder jetzt wieder wegfallen, weil, kann ich schon mal spoilern, Aspect Host bei weitem nicht mehr so beliebt sein wird. Aber Victrix, ein sehr gut gespielter Victrix auf einem nicht super offenen Tisch läuft er sich auch einfach durch Nights durch. Deswegen, ich würde sagen, Okay. fällt leicht ab, aber spielt immer noch oben mit. Dann packen wir sie mal ein Tier runter, erstmal, und gucken dann, wo wir sie am Ja. Ende einsortieren. Ist So, es für jetzt Imperial aber Knights? noch die letzte Frage. Gilt das auch für die Imperial Knights? Ja. Imperial Knights weiterhin der Go-To-Build wahrscheinlich das. Und 5 Castores die rennen nicht rein, die wollen Melee die sind richtig schnell da und versuchen dich zu erschlagen. Und zumindest in meinen ersten Tests reicht dir Damage nicht aus gegen Victrix. Und dann sagen halt die Space Marines plus 1 to Wound auf, ist mir egal, dass du Toughness 11 hast. Ich töte dich. Ja. Fällt leider Also, schon ab, kein geiles Matchup. Und auch die weiteren Top-Armeen, ich sage mal so, Astra geht auch ganz schön heftig durch Imperial Knights. dann schieben wir sie erstmal hier unten hin Ja. und lassen sie auch da. Du hattest gerade schon mal gespoilert, Eldari sind genervt worden, was Ja. mich persönlich sehr freut, weil ich diese Spielweise einfach sehr uninteraktiv empfunden habe. Ja, also es war quasi Indirect Fire und sind wir ehrlich, Indirect Fire ist keine gute Mechanik im Game. Sie hat immer toxische Mechaniken und es ist eigentlich schön, wenn sie wegfällt. Es gibt weiterhin starke Builds, Battle Host ist viable, Spirit Council ist viable, nur halt Aspect Host mit, ja, ich habe in meinem Serpent mich, schaukel meine Eier im Serpent, wird halt nicht der Fall sein. Genau, da ist ja die Änderung vor allem gewesen, dass die jetzt nur noch wieder einsteigen dürfen, wenn sie auch eligible to fight waren, ne? Habe ich das so Ja. richtig verstanden? Ja. Heißt also nicht einfach dieses frei raus, einfach mal einmal zwei Hände voll Melter über den Gegner ergießen und sich dann wieder verabschieden. Das gibt's nicht mehr. Heißt also, die müssen im Endeffekt jetzt auch mal was investieren. Ja, sie müsste sich 40k spielen. Das ist richtig. Sie kriegen zwar immer noch No Overwatch und allem drum und dran, aber die stehen da erstmal. Und das macht es natürlich dann schwierig, das dann auszuhalten. Von daher weiß ich nicht, ob man diesen Bild weiterspielt. Oder du hast schon gesagt, wir hatten vorhin auch schon mal gesehen, dass Liam mit dem Spear-Account-Ziel auch gespielt hat und es auch gar nicht so schlecht aussah, ne? Ja. Gut, Leicht aber abgefallen. da Ich würde oben sind sie sagen, nicht mehr, kein S-Tier mehr. Ich glaube, dass gute Spieler das immer noch hinkriegen können. Wir hatten ja auch auf dem HO gesehen, dass Max auch mal mit was anderem sehr gut gespielt hat. Und von daher denke ich, dass man die irgendwo hier immer noch finden wird. Gute Spieler werden ja immer noch ihre Ergebnisse mit erzielen, tippe ich mal drauf. Ja, absolut. Auch mit Live gesprochen. Live meint auch, wenn du gegen einfach Tables musst du nicht wieder einsteigen. Ja, das ist immer eine sehr viable Option.
Black Templar haben es die hier oben noch verdient. Meiner Meinung nach erstmal glaube ich, dass allgemein die Einschätzung im S-Tier vielleicht ein bisschen verfrüht war letzte Mal. Das hat sich sehr gut gelesen und es hat auch gefühlt 2 Wochen sehr gut geklappt. Aber relativ schnell hatte sich das Meta darauf eingestellt, meiner Meinung nach. Ja. Und jetzt haben sie auch noch Nerfs bekommen. Alles, was quasi Ja. gut ist, ist hoch und ein paar Charaktere, die man halt weiterhin nicht sehen wird, sind runtergegangen. Also, Von ja, daher es ist, ist es ist Melee Space Marines, die schlechtere Melee Space Marines sind als Ultramarines. Also, warum sollte man sie spielen, wenn man sich eigentlich auch einfach sagen kann, hey, heute sind sie blau? ja, sehe ich genauso. World Eaters sind auch gehittet worden. Von daher, also die waren schon stark. Meiner Meinung nach auch ein bisschen meta definiert jetzt im letzten Balance Starter Slate, aber nicht unschlagbar. Weiß nicht, ob es noch für A-Tier reicht, bin ich ehrlich. Ja. Low A-Tier, High B-Tier. Es ist ein leichter Ich Nerf, genauso. plus 30, 45 Punkte für die meisten Listen. Aber es ist halt auch ein Nerf für eine Fraktion, die nicht komplett broken war. Sehe ich genauso. So, und dann haben wir Admech und die gehören meiner Meinung nach ganz klar hier oben hin. Tatsächlich letzte Mal schon eigentlich ein bisschen übersehen, dass sie nicht in S-Tier waren, weil, wie gesehen hat, die WCW wohl damit gewonnen. Und ja, sie haben das gefressen, aber man kann jetzt leichte Sidegrades machen. Statt schicken packt man die Anti-Tank-Panzer rein, die wurden nicht genervt. Vielleicht ein kleines bisschen weniger Melee-Infanterie, aber am Ende des Tages, wenn man ein bisschen Sidegraded macht, hat man immer noch nicht statt 200 Punkten Nerfs nur so 80-ish Punkte Nerfs. Immer noch sehr viable, sehr viel Schaden, kann tatsächlich auch Schaden machen an den Top-Meta-Fraktionen und ist weiterhin echt viel Stuff, der auch immer noch überraschend tanky ist. Geht definitiv mit Ja, um. die hatten ja so einfach so viel Zeug auf der Platte. Und dazu sieht man dann, was passiert, wenn man einer Unit oder einer Armee, die nicht darauf gebalanced ist, Hit-Rerolls zu haben, wenn man denen dann consistent Hit-Rerolls gibt. Ja, das hat schon gut gescheppert. Von daher ganz klar hier oben im S-Tier drin. Ne? Da muss man sagen, jetzt haben wir noch hier die Blood Angels. Meiner Meinung nach echt eine richtig, richtig solide Armee. Ich glaube, das wird eine gute Zeit jetzt für die. Ja, das neue Detachment ist richtig, richtig stark. Es ist tatsächlich schlechter, um Vehikel aufzumachen, da wir keine Launch-Strategien drin finden. Und es hat auch die Schwäche, dass es keinen Access to Fallback Shoot Charge hat. Also wenn etwas schief geht, dann geht es richtig schief. Aber es ist viel, viel stärker darin, Infanterie zu knacken, weil du einfach sagen kannst, hey, ich habe jetzt plus 2 Attacken im Charge und noch extra AP und holy fucking shit, shepherd das. Ist Ich definitiv glaube nicht, dass nicht. die S-Tier sind, aber ganz oben im A-Tier sind die auf Ja, jeden ja. Fall meiner Meinung nach vertreten. Es hat seine Schwächen, aber es ist auch echt. Es ist tatsächlich noch eine Antwort auf Ultramarines zu 'nem gewissen Grad, vor allem auf den guten Melee-Maps. Ist definitiv mit dabei. Finde ich High Art hier sehr fair. Death Guard waren letzte Mal noch in der A-Tier gerankt. Da ist es für die relativ schnell bergab gegangen. Auch richtig bergab, meiner Meinung nach. Die Punkte-Anpassungen haben schon hart gehittet. Und ich glaube auch, dass es jetzt nicht besser geworden ist für die. Und ich sehe die auch irgendwo hier unten irgendwo. Ja. Also alles, was Vitrix Guard tötet auch Dashfraud Terminatoren. Alles, was Astra killt oder Astra Panzer aufmacht, killt halt auch die Sachen, die bei Death Guard dabei sind. Halt, das ist schon, meiner Meinung nach, werden das keine guten 3 Monate für die. Ja. Ich meine, am Ende des Tages, sie haben wenigstens keinen wirklichen Punkt in gefressen, außer 15 Punkte auf Rautigos, aber oh no, wer hat Taliban Stamina schon gespielt, außer Emo? Aber ja, ich würde sagen, ich würde sie vielleicht nicht gleich totreden, sind nicht im Imperial Agents Tier, aber ja, ich würde sie auch eher vielleicht so High C-Tier, B-Tier noch einschreiben. Ja gut, Bin ich ganz lass ehrlich. mal die Imperial Agent einfach außen vor. Die Ja, das sind ist keine halt Fraktion mehr, komplett aber kacke. ja, So kriegen wir es, also glaube ich, ein bisschen breiter mal gesplittet, wenn wir sagen, ja, das ist hier so unteres ja, Meter, da werden keine Turniersiege mit zu erwarten sein. ja. Aber selbst dann, ich würde Defka vielleicht immer noch C-Tier einschätzen, bin ich ganz ehrlich. Ein kleines bisschen. Okay. Ein bisschen Umf ist noch drin. Okay. Passt. Emperor's Children, super stark gewesen jetzt in den letzten 3 Monaten. Meiner Meinung nach war die Meta der letzten 3 Monate auch ganz klar
Melee schnell überbrücken von dem Table. Und dann hat man diese Ausrast-Units gehabt, die dann einfach hochgetradet haben und weggenommen haben, was sie wegnehmen konnten. Das war bei Black Templar so, das ist bei Emperor's Children so, Blood Angels hat so gespielt. Von daher, ich fand die super strong. Die haben jetzt nur eine minimale Anpassung gekriegt. Und Ja, ich würde sagen, fünf, da muss sich gar nichts bewegen. Die werden da oben weiterhin mit dabei sein und da kann man seinen Spaß mit haben. Ich würde es ist vielleicht sogar weiterhin noch die, das eher so sogar sehen, dass die weiterhin Atari hinter dem Emperor's Children sind. die Win-Rate wird ein bisschen trügen, weil Emperor's Children immer so ist, so, wenn du da Fehler machst, werden sie sehr bestraft, weil am Ende des Tages sind es immer weiterhin nur Space Marine Datasheets von der Defensivfähigkeit her, aber in den Händen eines guten Spielers gehören sie halt definitiv oben mit rein und dann spielt man halt mit 2 Prinzen und kauft sich dafür ein paar andere Units anstatt 3 Prinzen, wenn sie teuer geworden sind. Oh no. Ja, sehe ich auch so. Also von daher, die passen da rein. Space Wolves hingegen meiner Meinung nach nicht. Sehe ich nicht. Da auch mit dem neuen Detachment sehe ich nicht, dass die hier in irgendeiner Form. Du wirst immer wieder einen Spieler haben, der irgendwie dann irgendein Jail, irgendwas spielt, aber wenn es um Push und sowas geht, dann sehe ich immer noch die hier besser. Und wenn ich irgendwas mit Gladius spielen will, dann nehme ich halt eher Space Marines halt so. Ja. Sie haben leichte Punktedrops bekommen, aber am Ende des Tages nicht genug, um sie wirklich Meta-defining zu machen. Ja, aber ich denke, die könnten, ja, B-Tier, vielleicht sogar Ja. C-Tier. Ja, vielleicht Ja. eher hier so. Gucken wir am Ende nochmal. Chaos Space Marines, boah, ey, die haben meiner Meinung nach gar nicht richtig stattgefunden jetzt in dem Meta. Hat kaum jemand gespielt. Das neue Detachment, weiß ich nicht. Ich sehe die Es ist da. ein besseres Battleshock-Detachment am Ende des Tages. Es ist ein Battleshock-Detachment. Dann triffst du einmal auf Tyranniden, die sagen, ich habe hier 3 Würfel. Oder auf jemand sagt, ja, also ich habe hier, ich ignoriere deine Leadership Modifier plus das Leadership und Rio, alle Sachen. Ja, gut, okay. Dann spielst du halt ohne. Also das Detachment wird quasi keinen Impact haben. Weiterhin, wenn du richtig gut drauf bist, kannst du damit Ergebnisse erzielen. London GT lässt grüßen. Aber gleichzeitig abgesehen von London G haben wir irgendwelche Ergebnisse mit gesehen? Nicht wirklich. Jetzt vor allem auch in der deutschen Meta, wo wir unterwegs sind. Beides unter Faction Abandonment. Kaum noch jemand spielt sie wirklich aktiv. Und Du hast im Endeffekt Sami, der spielt. Und jetzt vielleicht wieder Malte. Keine Ahnung. Vielleicht zaubert einer von dem was aus dem Hut, aber über das breite Turnierfeld sind die hier irgendwo meiner Meinung nach da unten mit dabei. Vielleicht sogar, ja, irgendwie so. Aber am Ende des Tages sind dann alle anderen, die so Space Marine Buddy-mäßig unterwegs sind, dann doch irgendwie besser. es gibt halt immer bessere Varianten für Space Marines aktuell leider. Ja. Wotan. Ich weiß nicht, ob die überhaupt da richtig sind oder nicht, aber eher hier unten irgendwo hin müssten. Wotan. Hey, wir sind die Damage 3 Melee-Fraktion. Oh, wir müssen Damage 4 machen. Ja, nee. Die können auch gleich hier runter auf den Tier. Ich höre mir Sorry, Tim. seit Jahr und Tag Tim und Nils an. Und ich muss auch sagen, das stimmt. Es fehlt halt was. Die sind dann irgendwie doch zu teuer. Es fehlt irgendwie immer eine Unit und die haben halt eigentlich gar keinen Push. Außer wenn die Delph spielen und Delph ist aber auch nicht geil. Nee. So, und von Delph ist halt. daher, die sind da unten schon richtig. Ich glaube, in einem Teamkontext geht das immer noch. Du kannst zum Beispiel die schon sehr gut bauen, um gewisse einzelne Sachen rauszupicken. Aber die waren zum Beispiel super gut gegen Eldari. Jetzt hat Eldari einen Nerf gekriegt, heißt, die wird man noch weniger sehen. Man hat es ja bei Nils auf dem Raccoon Rumble gesehen, wo er da Bellmann und Zweischneid mit seiner Liste, die gegen nichts anderes spielen konnte, aber dagegen halt super performt hat. Ich sehe die halt nicht. So, du kannst natürlich immer mal einen haben, der da mit was aus dem Hut zaubert, aber es wird schwierig. Also wenn ich an den Tisch komme und da hätte einer jetzt Wotan stehen, würde ich sagen, ja, Gott sei Dank. Ja. Gut, aber Chaos Demons spielt ja auch eigentlich so gut wie keiner, außer Fritschi, der spielt Flux, aber Fritschi war jetzt auch gar nicht auf so vielen Turnieren jetzt auch am Ende des Jahres. Man hat kaum noch reine Dämonenlisten gesehen. Wenn dann eher so Rottigus, Great Unclean One, da so ein bisschen den Spam. Aber Und jetzt haben die richtige Punkte Buffs bekommen. Ja, also vor allem
auch in Kombination mit Data Shift Buffs. Wir haben ja alle Fritschi immer belächelt mit: „Haha, Flachs, das geht immer 0-20-0 aus und der wird immer so viel überrannt.“ Und, er hat es einfach schon gespürt, dass, bald der Buff für Tzeentch kommt und, also ja, Flat 3 Chickens, die indirekt schießen, aber dabei noch auf 2 treffen, mit AP3, effektiv Ignore Cover und Sustained S3. Ja, also für jeden, der mag: „Hey, wir haben indirekte Feuerdrachen wieder raus aus dem Game rausbekommen.“ Und also das sind ja so indirekt schießende Chickens. Ja, Immer indirekt, ne? es ist mit Ähm, Abstand das beste indirekt im Game. Es öffnet Panzer, es öffnet Transporter, es tötet dich. Es hat super gute Anti-Melee-Shenanigans, es hat Moveblock, es hat Material. Und ja, die Chickens haben für ihren Damage 3 15 Punkte bezahlt. Aber wenn man sich vorstellt, würdest du ein Relikt kaufen für 10 beziehungsweise 15 Punkte, damit eine W3 Damage-Knifte auf 3 Damage-Knifte kaufen? Jeden Tag würdest du diese Relikt kaufen. Das ist einfach ja, wäre ich dabei. Ich hatte ja vorher schon gegen die Liste gespielt mit meinen Granites und das ist ja auch so der Witz. Granites sind halt nicht gut gegen Dämonen und ich sehe da überhaupt nicht, wie ich da aktuell dann gegen spielen sollte. Von daher die klar ins S-Tier. Mal gucken, wie viele Leute die im Schrank stehen haben und wie viele sie dann auch wirklich spielen. Aber wer die spielt, der wird da oben mit dabei sein. absolut. Gut. So, World Eaters haben wir. Drukari. Hat Neuer sich irgendwie Kodex. meiner Meinung nach nichts großartig verändert. Die sind da im B-Tier, glaube ich, ganz gut gerankt. Ne? Allgemein eine Fraktion, die selten gespielt wird. Wir haben fast nur Faction-Spezialisten, die spielen und die spielen die dann auch gut. Von daher passt das, glaube ich, im B-Tier. Necrons sehe ich nicht im B-Tier, bin ich ehrlich. Es fehlt einfach auch der Push, es fehlt auch der Damage. Und wenn ich mir angucke, hier oben die Themen, ja, also eine Doomsday Arc mit Damage 4 ist ein Mittel, was man nutzen kann gegen die Vitrix Guard. Aber am Ende des Tages musst du halt auch irgendwie überleben. So, und ich glaube nicht, dass du das im Endeffekt als Necron-Spieler abhalten kannst, dass du nicht einfach da überrannt wirst. Nein, es ist ja Necrons, sie sind quasi auf getrimmt, hey, ich bin die Durability Faction und der Damage der Top-Fraktion ist so hoch, dass Warriors, Wave Breaks, alles einfach gewone-tappt wird. Und am Ende des Tages, ja, Doomsday sind auch immer noch inconsistent. Dann würfelst du halt nur die 1 auf die Schussanzahl und dann, oh no, es stirbt ein Wegtricks. Danke für die W6 Movement. Jetzt bin ich in dir drin. Ja, ich glaube, du wirst Necrons immer spielen können. Necrons sind nie richtig schlecht, aber du wirst auch keinen Necron meiner Meinung nach an einem Top-Table Ja, Major-Sieg, nicht wirklich. nie im Leben. Okay, Dark Angels. Bin ich ganz ehrlich, das wird gefühlt so selten gespielt. Ich habe da überhaupt gar keine Meinung zu. Ja, es ist halt ähnlich wie Necrons, es ist ein Defensiv-Stat-Check. Hey, kannst du mit 15 mal minus ein Damage dealen? Ja, einige Armeen werden davon gebrochen, aber auch viele Armeen sagen einfach, ich brute force mich dadurch. Und am Ende des Tages, es lackt die Mobility, es lackt den Damage und es hat auch wieder das Syndrom, dass, hey, ich will Space Marines spielen. Dann spielen noch blaue. Ja, und vor allem alles, was eine Victrix-Garde tötet, tötet halt trotzdem auch irgendwann ein Deathwing Knight, ne? Ja. So. Meine starken Anti-Infanteriewaffen, ja. Sisters, meiner Meinung nach, oder im Nachhinein, ich weiß gar nicht, wann der Buff für die Sisters kam, Ach, die aber kamen immer so die, stückchenweise. Hier 5 Punkte, da 5 Punkte, da 5 Punkte. Und jetzt in Deutschland hat es noch nicht so gesehen, aber vor allem auf internationaler Ebene haben Sisters echt abgeräumt. Haben jetzt kleine Buffs, kleine Nerfs bekommen, aber auch bei weitem nicht tot genervt. Immer noch eine sehr solid Faction, aber jetzt halt auch wieder eine faire Faction. ja, also die waren jetzt bis zu dem Balance Starter Slate richtig gut, weil du auch wieder viel Stuff hattest und du konntest unterschiedliche Listen spielen, die auch alle irgendwie funktioniert haben. Ich bin mir unsicher, ob die vielleicht sogar noch im A-Tier Ja. sein können oder ob die Top-B-Tier sind. Wie Ach, siehst du ich das? glaube tatsächlich, sogar noch in A-Tier kommen sie noch rein, weil du kannst tatsächlich so viel Melter spammen, dass es auch irgendwann der Weg gerade ungemütlich wird. Ja, okay. Machen wir es mal so. T-Suns. Für mich ein unspielbares Matchup. Das ist aber auch nur die Granite-Brille. Prinzipiell waren die ja schon immer sehr speziell. Ne? Du hattest jetzt teilweise die Terminatoren-Spam, selbst noch nachdem der letzte Nerf kam. Ich glaube, Grand Coven ist immer noch solide.
Das kann natürlich auch mit Mortal Wounds und so, kann das natürlich auch hier helfen. Gerade gegen Space Marines, gegen Astra, aber ich glaube, allgemein hast du zu wenig Stuff, um das lang genug zu überleben. Ja. Ich finde, vor allem für die Singles-Perspektive hast du echt das Problem, ja, wenn dein Spell off geht, kannst du so einen Trupp richtig gut löschen. Aber du wirst halt in den 5 bis 6 Games eines GTs oder eines Majors, wirst du halt das Game haben, wo du sagen: „Hey, ich spiele meinen Go-Turn, AP-Spell, oh, nicht mal den kleinen bekommen. Hit-Rerolls, oh, nur 1 Hit-Rolls." Und dann sagst du: „Ja gut, okay, jetzt sterbe ich halt, weil ich mache nicht genug Schaden." Und diese Inconsistency hält's halt davon ab, tatsächlich mit oben mitzuspielen. Sie werden Ich als glaube, B-Tier ist in Defensiv-Stat-Check mit den Ordnung. Thermis weiterhin ähnlich wie Knights so 'n Mid-Table sagen: „Hey, komm damit klar, ansonsten kannst du nicht mit oben mitspielen." Aber sie sind aktuell auch nur so 'n Mid-Table Guardian, würde ich sagen. Ja, ich glaube, wir können die da stehen lassen. Also, ich Ja, glaube, wenn du da wirklich einen hast, der die gut spielen kann, dann kann der schon echt was reißen. Aber für ganz oben reicht's dann nicht. Gut, hier haben wir noch Tau und Orks. Ich glaube, da brauchen wir uns auch nicht lange dran aufhalten. Ich glaube, die ja. sind beide hier unten ganz gut Tau haben aufgehoben. 115 Punkte Nerfs gefressen für guten Listen in den paar letzten Date Slates. What the Ja, fuck? die waren so schon echt nicht gut, in dem Meta und es wird jetzt auch, glaube ich, nicht besser. Von daher passt das da unten und Orks, ja, also irgendwie war 'ne Millimeter, die aber komplett an den Orks vorbeigegangen ist und ich sehe auch jetzt nicht, wie es besser geworden ist. Ja. Du hast deinen eigenen coolen Guzzy-Brick, aber dann sagst du halt: „Hey, ich werfe den Guzzy-Brick rein, er tötet einen deiner großen Squads, aber dann kommen die anderen Squads und töten Guzzy." Und dann sagst du: „Oh no, jetzt habe ich ganz viele AP1-Waffen und ich habe keinen Weg, AP zu buffen." Hm, Ja, sehe ich ja, genauso. Wir haben Imperial Knights, die haben wir schon mal in C eingeordnet gehabt grade. ja. Vielleicht sogar hier Ja, ja, können wir in einfach B. hochschieben. Aber ja, ich glaube, es geht immer noch, weil's 'ne Stat-Check-Armee ist und in manchen Sachen funktioniert's und in anderen nicht. Dark Angels, Genestealer Kult, meiner Meinung nach unverändert, auch einfach zu wenig Leute, die spielen, Ja, und auch keine Top-Spieler, die spielen. Die werden halt kein GT oder Major gewinnen. Jens Gottfried ist der Einzige, der denen die Stange hält. Das ist, glaube ich, einfach auch zu wenig, was die dann gekriegt haben. ja, Tyranniden ganz schwierig. Meiner Meinung nach hast du halt Caillou, der spielt Tyranniden auf einem anderen Level. Dann hast du noch den Patrick, der die auch gut spielt. Also wenn du nur Caillou siehst, dann sind die irgendwo hier oben im S-Tier. Mit Patrick sind die vielleicht so im A-B-Tier. Ja, und dann fällt es aber auch schon sehr, sehr schnell, sehr weit ab. Ich glaube, die sind im C-Tier ganz gut vertreten. ja, also es sind defensive Monster, die kaum Schaden machen. Ja. Und das Dataset hat ihnen nicht geholfen. Ja, Elder sind weggefallen, weil Elder haben alle auf ihre Mons gesagt: „Bam, 3 Monster sterben in einer Runde", aber gleichzeitig die anderen Top-Armeen schlachten sich auch einfach durch die durch. Sie werden nie so richtig, richtig hoch verlieren, weil sie können immer noch gut das Game spielen, aber es fällt ihnen tatsächlich schwer, gegen die Top-Armeen zu gewinnen. Unterschreibe ich so. Custodes hat mich ehrlich gesagt ein bisschen gewundert. Eigentlich waren Custodes immer gut, wenn wir eine Melee, Meta hatten, weil die immer gut auf dem Marker waren. Aber ich habe das Gefühl, die Meta war so lethal, dass es auch für Custodes nicht gereicht hat. Und dann hatten die zu wenig Units, um da dann noch gut mitspielen zu können. Ja. Und Und das haben die komplett rausgenommen. jetzt auch weiterhin, die Top-Armeen sind weiterhin super lethal, tacken weiterhin, wie viel Anti-Infanterie-Damage kann ich einbauen. Und was an den Victrix tötet auch 'n Custodian Guard. Und die kosten halt nicht viel anders. Und am Ende des Ja, Tages bist du eigentlich sogar noch immobiler als Custodes, noch langsamer. Und ja, an Top-Tables spielst du einfach nicht mit. Da wirst du einfach abgeschlachtet. passt. Deathwatch haben wir, glaube ich, gefühlt gar keine Spieler in Deutschland. Ja, Kann ich es überhaupt nicht ist einschätzen. Es ist am Ende des Tages es spielt sich ähnlich wie Raven Guard, teleportierende Marines, die Schaden machen, aber halt super squishy sind. Und wenn du ein bisschen screenen kannst oder auch mal irgendwo 'n Alpha-Strike auf sie bekommst oder einfach sagen kannst: „Hey, ich muss keinen schlechten Trade für dich forcen", klappen sie einfach direkt ein. Ja, Also, wahrscheinlich irgendwo hier unten. Genau. Ja, Space Marines, da könnte man gefühlt noch mal 'n, komplett eigenes, Tierlist, Video zu machen. Raven Guard sagtest du grade. Die waren ja echt mit'm HO, haben die ja auch 'n großes Turnier gewonnen. Sind auch stark, haben sich aber, glaube ich, in der breiten Masse einfach nicht so durchgesetzt.
Und ich glaube Ja, auch es hat nicht, dass die jetzt in der kommenden Meta da großartig nein. anders sind. Die können meiner Meinung nach sind die irgendwo hier so im Die Leute haben mittlerweile gelernt, wie man gegen Ravengard spielt. Ravengard wurde jetzt auch noch mal explizit getargetet in den Nerfs. Kein Turn 1 Rapid Ingress mehr. Punkte hoch auf den Centurions und auf den Charakteren. Ja, ne, cute Fraktion, aber andere Marine-Builds sind besser. Deswegen wird man sie nicht mehr sehen. Ja, sehe ich So. genauso. Gut, da sind wir sogar schon durch. Das sind sie Ja. alle schon. Ja, ich glaube, das passt, wenn wir es zusammenfassen. Space Marines definiert das Meta. Dann haben wir hier die 3 Contender Astra aus den Schatten der Unspielbarkeit aufgestiegen. Bin ich auch gespannt, weil es werden auch wieder, das ist bei Astra immer so ein Thema, ähnlich wie bei Knights. Wenn die auf einmal wieder gut sind, dann spielen so unglaublich viele, weil so viele das in den Schränken haben. Von daher muss man sich darauf einstellen. Man muss sich auf Abmech auch einstellen, weil das nach und nach dann doch immer mehr Leute dann mal sich so eine kleine Abmech-Armee aufgebaut haben. Du siehst auf jedem Turnier immer Abmech dabei. Und Chaos Demons, das ist halt auch so ein Thema, ja, das haben dann doch, weil die Modelle, diese Chickens ja auch sehr schön zu bemalen sind, haben das dann doch auch viele wieder im Schrank stehen. Mhm. Und ich glaube, das sind so die Dinger, da musst du, wenn du auf Turnier fährst und sagst, ich will oben irgendwie eine Chance haben, dann musst du damit dealen können. Und ich sag, das wird nicht so einfach. Das Ja. wird nicht so einfach. Also ich sehe für Singles-Turniere, die meisten Wins werden jetzt wahrscheinlich in die SNS-Plus-Kategorie gehen. Als mit A-Tier hast du noch Chancen zu machen. Und ich würde sagen, also wenn du mit B oder Lower ein GT gewinnen willst, dann musst du wirklich den Win-Path des Todes haben. Und da haben wir unser Tierlist. In 3 Monaten wissen wir, ob wir Mist erzählt haben oder ob sich alles so bewahrheitet hat, was wir gesagt haben. Macht euch jetzt bereit, damit ihr einen Screenshot machen könnt. Ich blende euch jetzt noch einmal unsere finale Tierlist ein. Und den ersten Tierlist-Test, den könnt ihr schon direkt im Januar machen, denn da findet auch schon das erste Major statt, das German Major Hamburg. Das findet am 24. und 25. Januar statt in Hamburg. Und wir sind auf jeden Fall wieder am Start und ich hoffe, ihr auch. Tickets findet ihr auf der Seite der German Major Series, die wir auch unten in der Videobeschreibung nochmal verlinkt haben.